Seit dem Jahr 2006 hält die NATO eine Eingreiftruppe bereit, die auf das Akronym NRF hört. Diese NATO Response Force ist eine Art schnelle Einsatztruppe, die, im Bereich der Landstreitkräfte, aus 3 verschiedenen Elementen und einem multinationalen Hauptquartier besteht. Eines dieser Elemente, eine verstärkte und autark einsatzfähige multinationale Kampftruppenbrigade, bildet dann die Speerspitze dieser NRF, die sich selbst VJTF nennt. Very High Readiness Joint Task Force. Ab dem Jahr 2023 ist die Panzergrenadierbrigade 37 dann der Leitverband für eben genau diese NATO-Speerspitze, der VJTF. Diese deutsche Brigade wird dann um weitere Einheiten der NATO-Bündnispartner, wie zum Beispiel aus den Niederlanden, Norwegen und auch aus Slowenien verstärkt und soll innerhalb von 48 bis 72 Stunden verlegefähig sein. Und zwar weltweit. So etwas muss natürlich geübt werden, weshalb vom 2. bis zum 23. Mai 2022 die größte Bundeswehrübung des Jahres namens Wettiner Heide auf den Truppenübungsplätzen Bergen und Munster stattfindet. Was es genau mit dieser Übung auf sich hat, erläutert uns der stellvertretende Kommandeur dieser zukünftigen NRF-Landbrigade, der niederländische Oberst Blankenstein. So, bei mir ist Oberst Blankenstein. Sie sind der stellvertretende Kommandeur der NRF-Brigade, die ab nächstem Jahr die NRF-Brigade stellen wird. Herr Blankenstein, können Sie mir kurz erklären, was die Übung Wettiner Heide beinhaltet? Wozu ist die da? Ja, die Wettiner Heide ist ein Manöver, wobei wir alles zusammenbringen. Wir haben in den vorherigen Monaten die Kampfbataillone getraint, getestet und auch nach NATO-Anforderungen zertifiziert. Und jetzt sind die Kampfunterstützer und die Logistik dran. Also die Pioniere, die Aufklärer, die Artilleristen und auch die Logistik wird jetzt zertifiziert. Die sind bereits alle schon gut trainiert und auch eigentlich getestet. Also wir erwarten dabei keine großen Probleme. Also wir bringen damit etwa 7.500 Leute im Feld und alle Systeme zusammen. Das wird ein riesenschönes Manöver. Wie lange dauert dieses Manöver? Dieses Manöver dauert 3 Wochen und wir haben angefangen mit einer strategischen Verlegung, sind dabei aufgefangen vom Logistikbataillon 171. Ja, und die haben dann uns weitergeleitet. Und damit fängt dann jetzt unsere eigene Manöver an. Und Sie sehen hier links von mir, dass die Fahrzeuge über die Brücke gehen und die verlegen jetzt nach Bergen. Gleichzeitig machen wir das auch aus einer anderen Seite. Jetzt, in diesem Moment, fliehen Truppen über die Fluss Elbe und wir begegnen uns alle in Bergen. Also das ist eine Zwei-Parteien-Übung. Sie haben also eine eigene Kräfte, Ihre Brigade und Feindkräfte und zusammen üben Sie dann 3 Wochen lang im Prinzip die Landes- und Bündnisverteidigung, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist völlig richtig. Normalerweise hat man sich fokussiert auf die Kampfbataillone und dann ist die Logistik und die Pioniere, die Artillerie sind zur Unterstützung da. Und eigentlich ist es jetzt andersrum, sind die Kampfbataillone da als Unterstützung, um die Pioniere, Artilleristen und so weiter zu trainieren. Können Sie meinen Zuschauern kurz erklären, was denn genau Ihre NRF-Brigade, für was die da ist, was die macht, was ist Ihr Auftrag? Ja, die NRF besteht insgesamt für den Landteil aus 3 Brigaden. Ein Stand-up-Teil, ein Stand-by-Teil und ein Stand-down-Teil. Und die haben unterschiedliche Graden von Bereitheit. Die Aufgaben von der NRF sind vielfältig. Natürlich ist da die Möglichkeit, dass wir eingesetzt werden, wenn da etwas Böses aus dem Osten kommt. Aber es kann auch einfach irgendwo anders sein. Die Kräfte von der NRF haben eine ganze Menge auf Aufgaben, um schnell für die NATO irgendwo in der Welt hinzugehen. Zum Auftakt des Manövers, das als Zwei-Parteien-Übung ausgelegt ist, wird nach der Alarmierung natürlich auch die Verlegung der Verbände in den Einsatzraum trainiert. Dies beinhaltet natürlich auch Gewässerübergänge, die, abseits befestigter Straßen, von Brückenpionieren der Bundeswehr gewährleistet wird. Eine dieser Pioniereinheiten, das deutsch-britische Pionierbrückenbataillon 130 aus Minden, hat dazu ein ganz besonderes Gefährt zur Verfügung: Schwimmschnellbrücken des Typs Amphibie M3. Mithilfe dieses Systems sind die Mindener Pioniere in der Lage, innerhalb weniger Minuten eine Brücke über einen Fluss zu schlagen oder einen Fährbetrieb einzurichten. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit, die die Brückenpioniere aus Minden auszeichnet, wie der Kommandeur erklärt. Wie ich eingangs schon sagte, Sie sind Kommandeur des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons. Jetzt habe ich's. Sie sind damit im Prinzip in der Geschichte der Bundeswehr der erste Verband, der sowohl deutsche als auch britische Soldaten in einem Verband zusammenfasst und unter deutsche Führung stellt. Ihr Verband wurde im September letzten Jahres umgegliedert. Wie sind denn Ihre Erfahrungen bisher mit der neuen Einheit? Also die Erfahrungen sind ganz gut.
Wir wollen nächstes Jahr, also 2023, die volle Einsatzbereitschaft erreichen und üben also ganz fleißig auch mit unseren britischen Kameraden zusammen. Und bisher haben wir also sehr, sehr positive Erfahrungen. Ich habe mittlerweile britische Soldaten bei mir im Stab, bekomme demnächst auch einen britischen Stellvertreter, sodass das eine ganz tolle binationale Zusammenarbeit ist. Werden Sie demnächst nächstes Jahr auch Teil der NRF-Brigade sein? Wir sind ja bereits Teil der NRF-Brigade mit einer Kompanie, die wir jetzt auch gerade hinter uns im Hintergrund sehen. Und natürlich sind wir da eben auch der Bestandteil davon. Und auch ein ganz wichtiger. Einer der Verbände, die im Rahmen dieser Übung Wettiner Heide den Marsch in den Einsatzraum übt, ist das Aufklärungsbataillon 13, das am 4. Mai hier in Minden die Gewässerüberquerung anging. Die zur Panzergrenadierbrigade 37 gehörenden Aufklärer haben deutlich über 500 Angehörige, die in 5 Kompanien gegliedert sind. Über seinen Auftrag spricht jetzt der stellvertretende Kommandeur des Aufklärungsbataillons, dessen Stab im thüringischen Gotha beheimatet ist. So. Bei mir ist jetzt der stellvertretende Kommandeur des Aufklärungsbataillons 13, ich meine in Gotha stationiert. Können Sie mir ganz kurz erklären, hier Übung Wettiner Heide, was für einen Auftrag Ihre Einheit hat, beziehungsweise Ihr Verband hat? Ja, wir stellen mit dem Aufklärungsbataillon 13 den Kern des multinationalen ISA-Verbandes und der VGTF-Brigade. Im Kern sind das 6 Nationen, die einen Aufklärungsverband insgesamt dann unter deutscher Führung darstellen. Genau. Auftrag bei dieser Übung ist in der Phase 1 die Verlegung aus unseren Heimatstandorten. Das ist nicht nur Gotha, sondern auch Frankenberg und Gerolstein. Wir haben uns dann vereint in Senne und verlegen jetzt weiter Richtung Truppenübungsplatz Munster und Bergen. Und wie lange werden Sie Teil dieser Übung sein? Bis wann geht diese Übung? Ja, die Übung wird insgesamt 2,5 Wochen dauern. Was ist denn da genau Ihre Aufgabe? Ja, mit unserem multinationalen ISA-Verband stellen wir quasi Auge und Ohr für den Brigadekommandeur, um ihm zeitgerecht alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die er braucht für seinen Entscheidungsfindungsprozess im Rahmen der Operationsführung. Und welche Einsatzmittel bringen Sie da zum Einsatz? Wir bringen dort sowohl Boden- wie auch luftgestützte Aufklärung, aber auch den menschlichen Faktor mit unseren Feldnachrichtenkräften zum Einsatz. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Für weitere spannende Videos aus dem Bereich Bundeswehr abonnieren Sie auch gerne kostenfrei diesen Kanal. Bis zum nächsten Video, Euer Bonsai.